Der Mensch wird durchschnittlich 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen wir leben und das Leben genießen. Cheers! 80 Jahre, in denen wir Vorfahren verabschieden und Nachkommen erzeugen. 80 Jahre, in denen wir lernen, wachsen und uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Willkommen im Land der Träume. Einem Ort, an dem wir uns ein Drittel unseres Lebens aufhalten. Auf dem Dachboden. Wie schnell die Zeit vergeht. Tag für Tag kommen wir in einen unvermeidbaren Punkt, Ich bin müde. an dem unsere Energiereserven leer sind. Egal ob er oder er. Wir alle verbringen ein Drittel unseres Lebens gemeinsam mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir daran denken zu denken, hat es sogar eine Stimme. Und da sich auch dein Tag dem Ende zuneigt, machst du das Licht aus. Ein kurzer Abstecher in die sozialen Medien darf nicht fehlen. Kaka? Und schläfst schlussendlich ein. Was ist das auch für eine komische Schnitzel da drauf? Aber was nun? Du befindest dich in Phase 1 von 5, dem Einschlafstadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem Mist gefüttert hast, spiegeln sich diese Inhalte in deinen Gedanken wider. Dennoch entspannen sich deine Muskeln und du fängst langsam an, gedanklich wegzudriften. Ich hasse es. Nun folgt die Leichtschlafphase. Die Herzfrequenz sinkt und dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle über deine Gedanken. In dieser Phase befindest du dich mehr als die Hälfte deines Schlafes. Aber wir wollen weiter. Weiter in den Tiefschlaf. Ab hier bist du schwerer zu wecken und dein Körper kann sich bestmöglich erholen. Auch äußerliche Reize werden von dir kaum noch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt bist du gedanklich irgendwo, aber eben nicht im Land der Träume. Ich gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Denn dafür musst du die letzte Phase, auch bekannt als REM-Schlafphase, betreten. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Wobei REM für Rapid Eye Movement steht, was so viel bedeutet, wie dass sich deine Augen in dieser Phase hektisch unter deinen Augenlidern hin und her bewegen. Und nachdem deine Muskulatur schlussendlich ebenfalls abgeschaltet wurde, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, fängst du an zu träumen. Und nichts macht Sinn. Oder? Es ist ein Morgen wie jeder andere. Endlich 9 to 5, Malochen. Die Sonne scheint ins Zimmer und abgesehen von den räumlichen Gegebenheiten scheint alles normal zu sein. So sieht mein Zimmer nicht aus. Es wirkt sogar perfekt. Aber das wird mir erst auffallen, wenn ich aufwache. Du gehst ins Bad und beginnst, ohne zu hinterfragen, warum der Spiegel nicht funktioniert, deine Zähne zu putzen. Plötzlich überkommt dich ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit. Du hast einen Wackelzahn. Nein, du hattest einen Wackelzahn. Was zum Scheiß? Und da nichts Sinn macht, steckst du ihn voller Panik provisorisch wieder rein und er scheint zu halten. Zahnverlust. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Verlust, Veränderung, Instabilität oder einen zu hohen Snooze-Konsum stehen soll. Es ist ein Mittag wie jeder andere. Doch du befindest dich nicht auf der Erde, sondern etwa 9000 Meter über ihr, in dem Billigflug, den du vor ein paar Tagen gebucht hast. Du hast zwar keine Flugangst, dennoch bist du nicht der größte Fan vom Gefühl, so weit über dem Meeresspiegel in einem vom Menschen konstruierten Aluminiumgehäuse zu sitzen. Probieren wir es mal mit TikTok. After crashing twice in less than 5 months, leaving 346 people dead. Die Stimmung ist angespannt. Und sie wird noch angespannter als Ich gehe auf Klo. Aber warte mal, du bist am Träumen. Klar kann ich das überleben. Wo ist die coole Musik? Scheiß Copyright. Juhu! Flugzeugabsturz. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Kontrollverlust, Versagen oder große Veränderungen im Leben stehen soll. Babe, cancel bitte den Billigflug. Oder eben Flugangst. Es ist ein Abend wie jeder andere. Du befindest dich auf dem Spaziergang, aber irgendwas stimmt nicht. Oh, ein Zettel. Du wirst verfolgt.
Als du dies bemerkst und anfängst zu laufen, wirkt es, als würdest du auf Eis laufen und deine Beine einfach nicht mehr funktionieren. Dein Mund funktioniert ebenfalls nicht mehr. Du kommst nicht von der Stelle, kannst nicht reden und der Verfolger kommt immer und immer näher. Verfolgungswahn. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für die Angst vor Konfrontation, Selbstsabotage und Flucht vor Problemen stehen soll. Scheiß Apple. Jetzt wird gezockt. Natürlich gibt es auch noch viele weitere wiederkehrende Träume, wie zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit, das Gefühl, unvorbereitet für eine Prüfung zu sein, ein Treffen mit einem Ex-Partner, das Gefühl zu fallen, das Durchlaufen endloser Räume, Backrooms oder das Wiedersehen mit Verstorbenen. Aber es wird Zeit, erneut einzuschlafen. Denn neben den wiederkehrenden Träumen gibt es auch wiederkehrende Orte. Hierbei handelt es sich um Orte, die uns irgendwie bekannt vorkommen und Erinnerungen auslösen, die eigentlich gar nicht existieren. Das gleiche gilt auch für diesen Mann. Have you ever seen this man? Ein Phänomen, welches 2015 verbreitet wurde und besagt, dass wir ihn alle in unseren Träumen schon mal gesehen haben. Aber Entwarnung an euer jüngeres Ich. Er entstand nämlich 2009 unter der Domain thisman.org als Marketingkampagne für einen geplanten Film. Und als dies eben rauskam, war die Story eben nicht mehr gruselig, wodurch eben gar nichts rauskam. Doch! Denn 2010, um genau zu sein, ein Jahr danach, kam World of Tanks raus. Das war die schlechteste Überleitung, die ich je gehört habe. Du sollst dein erstes Placement. Panzer sind cool. Und in World of Tanks gibt's davon reichlich. Du hast noch keinen Panzer? Geringverdiener. Dann hol dir deinen britischen Premium Heavy Tank Cromwell B. Ich fahr ihn schon. 250.000 Credits. Für zum Beispiel coole Panzertarnung. 7 Tage kostenlosen Premium-Pass. Wow. Und 3 Leihpanzer. Tiger 131, T-78, Type 64. Mit dem Code COMBAT über den Link in der Videobeschreibung. Nein, ehrlich. Ladet es euch runter. Die Maps sind wirklich groß. Das Gameplay ist intensiv und es ist kostenlos. Und ich habe keine Rechte an der Musik. World of Tanks. Spaß ist ein Cover vom Song. Ist wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Denn seit ich auf den Link in der Beschreibung geklickt habe, den Code COMBAT eingegeben habe, sitze ich nur noch im Zimmer und zocke World of Tanks, während im Hintergrund die Coverversion von Seven Nation Army läuft. Danke, Jungs. Kein Ding! Ich liebe es. Und du wirst es auch lieben, wenn du es dir über den Link in der Beschreibung runterlädst. Ich hoffe, euch hat meine erste Werbung gefallen. Warum? Schrumpfe. Heute mache ich die Nacht durch. Weil Tagesträume im Kindesalter am kreativsten waren. Du warst durch diese langen Autofahrten nicht alleine. Dieser eine Parkour-Run auf den Dächern hat dich begleitet. Ein Blick aus dem Fenster an einem regnerischen Sonntag wurde zu einem spannenden Rennen zweier Fraktionen. Die seelenlosen Plastikfiguren in der Lego-Ecke bekamen plötzlich eine Seele. Meister, das ist seine Lieblingsfigur. Sie hat die Lore Protection. Sorry. Und die fiktiven Szenarien im Unterricht. Was wäre, wenn ich jetzt die Zeit einfrieren könnte? Was wäre, wenn ich den Lehrer mit der Macht wegschubsen könnte? Was wäre, wenn ich jetzt einfach fliegen könnte? Was wäre, wenn... Amok-Alarm. Will ich eigentlich gar nicht visualisieren. Alarm ist mein zweiter Vorname. Ladies, ich kümmere mich drum. Beruhigt euch. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Und heutzutage? Tagträumen wir immer noch täglich. Ohne den Parkour-Runner auf den Dächern. Regentropfen sind lediglich Regentropfen. Und die seelenlosen Plastikfiguren sind seelenlose Wertanlagen. Aber wie gesagt, tagträumen wir immer noch. Mit der richtigen Musik in den Ohren springst du bei einer langen Busfahrt plötzlich in eine erfolgreiche Zukunft. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. AirPods in meinem Ohr und ich
Ein Blick auf die Verkäuferin in der McDonald's-Warteschlange. Big Mac Katapultiert dich in die perfekte gemeinsame Zukunft. Und Dinge, die man in der Vergangenheit vermasselt hat, Du siehst scheiße aus. Danke. Ich meine selber. bekommen unter der Dusche ein alternatives Ende. Du siehst scheiße aus. Ladies, aufgepasst. Dann gibt es noch die progressiven Träume, bei denen man vor dem Aufwachen eine Art Checkpoint erstellt und nach einer kurzen Wachphase genau dort weiter träumt. Ich hasse diesen Ton. Malochen oder Dias finden? Dias finden. Da bin ich wieder. Wow, ich Glückspilz. Die lebhaften Träume, bei denen man meistens mit einem komischen Gefühl und einem langen Blick an die Decke aufwacht und seine gesamte Existenz hinterfragt. Wieso bin ich der Oppenheimer-Mann? Die False-Reality-Träume, bei denen man eigentlich nur wie ein NPC seinem normalen Alltag nachgeht, ohne es zu merken. Ich hasse meinen Job. Die Prophezeiungen, bei denen man das Gefühl einer Vorhersehung in die Zukunft hat. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Die luziden Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und halt wie im Kreativmodus so ziemlich alles machen kann. Aber warte mal, kurze Pause. Denn nur die Hälfte aller Menschen haben in ihrem Leben mal luzid geträumt. Daher eine schnelle Zusammenfassung, wie es geht. Die einen sagen, man soll ein Traumtagebuch führen, indem man die Träume direkt nach dem Aufstehen notiert. Heute habe ich von einer Autofahrt im perfekten Leben geträumt. Ich war Ryan Gosling. Hier bin ich. Die anderen sagen, man soll Reality-Checks machen, da wie am Anfang des Videos erwähnt, beispielsweise Spiegel in Träumen nicht funktionieren. Ebenfalls funktionieren Hände nicht. Mit dem Gedanken, durch den Alltag zu gehen und routinemäßige Spiegel- und Händechecks zu machen, brennen sich diese Checks irgendwann so sehr ins Gehirn ein, Spiegel plus Hände. dass man sie schließlich auch im Traum durchführt. Ich träume. Immer nur geradeaus? Gomme scheinbar auch. Dann gibt's noch die Mülltechnik, die literally darin besteht, sich vor dem Einschlafen dauerhaft zu sagen, Ich werde mir bewusst sein, dass ich träume. Okay, ich träume scheinbar. und die WBTB-Methode, Wake Back to Bed, bei der man den Wecker auf 5 bis 6 Stunden Schlafzeit stellt, danach 20 bis 30 Minuten wach bleibt, an luzides Träumen denkt und dann wieder einschläft. Wenn ihr also heute Abend im Bett liegt und irgendwie in einem luziden Traum aufwacht, denkt an mich und schreibt mir einen luziden Kommentar. Und zu guter Letzt Ich hatte gerade meine erste Astralreise. Das hier sind 10 Gramm reines Heroin. Da sie ja irgendwo auch eine Form des Träumens sind. Wieso? Weil sie ähnlich wie Nahtoderfahrungen Meditation oder Drogen eine sogenannte Out-of-Body-Experience sind. Laut dieser Form des Träumens kannst du überall hinreisen. Mal gucken, was die Buben so machen. Bestman hat mal wieder Video hochgeladen, Chat. Revi? Hi. Ich bin Revinzeit. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Oh. Oder sowas. Ja. Denn es gibt einige Belege. Der erste liegt darin, 1 und 1 zusammenzurechnen. Und der zweite in der 2014 erschienenen Aware-Studie. Um es kurz zu fassen. Es wurden random Objekte in einem Reanimationszimmer auf erhöhten Orten platziert. 2060 Patienten sind dann eben gestorben und wurden reanimiert. Wir würden Ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Und auf die Frage, ob sie eine Out-of-Body-Experience hatten. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Heider haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Und wenn ja, ob sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben. Ungewöhnlich wäre es, eine Pickaxe oder so zu sehen, haha. Aber nein, die habe ich nicht gesehen. Nein. Es war Wurst und keine Eier. Vielleicht nur ein Trauma, Herr Winkler. Warum liegt da eine Wurst? War die Antwort bei allen? Nein. Während der Astralreise war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Ich habe mir eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich echt angefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen oder als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Ich hoffe, ich durfte so viel Tomatolix-Clips benutzen.
Und falls du doch Zweifel hast, Felix, erinnere dich an den 22. März 2017 um 14:52 Uhr in Köln, Nordrhein-Westfalen. Tomatolix? Willst du ein Foto? Ich war ein OG. Ebenfalls sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper schläft. Den Night Terror, aus dem man besonders im Kindesalter meist mit einem lauten Schrei erweckt. Und zu guter Letzt Ladies, ich habe alles im Griff. das lauwarme Gefühl als Kind, wenn man im Traum endlich eine Toilette gefunden hat. Aber wo haben wir dieses Video nochmal angefangen? Also wir sind wirklich in so Ich bin wohl kurz Zeit eingeschlafen. von Social Media und Oh. Wie bin ich denn hier gelandet? Du hast irgendwann ein letztes Mal mit deinen Freunden draußen gespielt. Ohne es zu merken. Du hast irgendwann eine wichtige Person ein letztes Mal gesehen. Ohne es zu merken. Und du wirst irgendwann ein letztes Mal einschlafen. Ohne es zu merken. Sind Träume also nur ein schüchterner Tod? Ich liege manchmal nachts im Bett und zerbreche mir den Kopf darüber, was nach dem letzten Einschlafen kommt. Bin ich irgendwo? Für immer? Wenn dem so ist, wieso ist für immer so schwer vorstellbar? Werde ich irgendwo unendlich lange weiter existieren? Werde ich dort alleine? Oder mit meinen Geliebten sein? Ein gruseliger Gedanke, den wir einfach nicht begreifen können. Doch wir sollten uns in solchen Momenten vor Augen führen, dass jeder Mensch, der je gelebt hat, vor diesem Schicksal und diesen Fragen stand. Wir, genauso wie jeder zuvor, ist ein Teil von einem großen Projekt, welches sich Menschheit nennt. Und trägt individuell dazu bei. Auch du. Und wer weiß. Vielleicht wachen wir nach diesem letzten Einschlafen auf. Und all das war nur ein Traum. Wenn Sie weiter träumen möchten, wählen Sie bitte eine der vorhandenen Epochen aus und fahren Sie dann mit der Charaktererstellung fort. Ich will zurück. Alle Emotionen, Erfahrungen und Erlebnisse, die in den letzten 30 Minuten passiert sind, 30 Minuten? waren rein fiktiv. Besuchen Sie uns gerne wieder. Dieses Video entstand durch ein Projekt für meine Uni. Folgt mir überall etwas und joint meinem Discord. Oh, und abonniert mich.